Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Und heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe mir heute einen sehr geehrten Gast geladen. Ihr liebt ihn alle, ihr kennt ihn alle. Es ist der wunderbare The Golden Pain, meine Damen und Herren. Applaus, Applaus. Er betritt die Bühne. Du darfst die Bühne betreten. Ja, also, ich weiß auch nicht, ob Sie schon wussten, aber nee, warte mal, das war die falsche Antwort. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich fühle mich gerade wieder Ja, es ist schön, dass ich dich wieder hier haben darf. Ja, und für alle Leute, die noch an mehr Content von uns beiden interessiert sind, die dürfen ganz gerne mal auf den Kanal. Was ist das denn? Gerade weißes Bild gewesen einfach. Die dürfen gerne mal auf den Kanal von The Golden Pain gehen oder einfach unten, ja, in die Videobeschreibung schauen, denn dort ist ein Link und es ist gerade ein bisschen abgelenkt hier und dort befindet sich ein Video mit Painy und mir auf seinem Kanal, wo wir nochmal durch die Dungeons uns durchbrettern, ja, oder wo Painy sich da durchbrettert und ich gebe da meinen Dünnpfiff dann zu, ab, ne? Und wer da, wie gesagt, Interesse hat, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Video, ja. Wir sehen hier, wir haben hier gerade irgendwie ein bisschen Backe Kuchen am Start. Also hier ist ein bisschen Rumgebagge hier irgendwie. Mal gucken, nochmal gleich testen. Ne, jetzt ist okay. Unterwegs heute wieder, ne? Denn wir wollen nämlich mal testen, und zwar, passt mal auf, hier, das Ding, ihr seht, die Sekunden laufen hier runter. Aber bevor das, ne, also das ist erstmal der erste Teil. Wir gucken, was passiert, wenn man um 0 Uhr im Legendary Dungeon ist. Und dann ist eigentlich das Ganze hier noch ein Thementalk über den Legendary Dungeon. Also wir wollen über Vorteile, Nachteile und eventuelle Verbesserungsvorschläge reden, was man beim nächsten Mal besser machen könnte, denn es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass dieser Legendary Dungeon hier im Spiel drin ist. So viel steht ja schon mal fest, so viel wie hier entwickelt worden ist, das werden sie bestimmt nicht nur für diese 10 Tage gemacht haben. Und wir testen jetzt auf jeden Fall erstmal, was passiert, wenn wir hier um 0 Uhr im Dungeon drin sind, ob wir den Versuch noch weitermachen werden und danach... Was das auf D-Max? Ist so, ja. So, aber Mythbusters irgendwie auf Wish bestellt oder so. Mama kann nicht Mythbusters. Wir haben Mythbusters zu Hause. So, wir betreten hier um 0 Uhr die Falle hier gerade. Jetzt ist gerade auf 0 Uhr geswitcht. Ich zeige das mal kurz. Wir haben 12 Sekunden nach. Und wir sind tatsächlich immer noch im Dungeon drin. Das heißt, den Versuch kann man denn den nächsten Tag noch tatsächlich bewerkstelligen. Ohne ist meine Frage, ja, ne? Die müssten nach mitteleuropäisch. Ja, okay, weil direkt um 4 Uhr ist ja auch immer Serverwartung so, ne? Also, das geht ja auch nach genauer Zeit immer so. Also, Punkt 4 ist immer Server. Was passiert, wenn ich jetzt rausgehe? Oh. Ja, das ist meine Intelligenz. Oh, das Portal ist weg. Das Portal ist weg, aber man kann noch raufklicken. Okay. Das ist sehr interessant, ist fair. Ist irgendwo fair. Der Account ist gebannt, weil das Backe-Virus ist. Und der Account ist weg. Ja, also ist auf jeden Fall eine korrekte Aktion, dass man hier nicht einfach so aus dem Dungeon rausgeschmissen wird, wenn man hier um 0 Uhr noch drin ist. Und wir wollten auf jeden Fall jetzt so ein kleines Fazit zum Legendary Dungeon abgeben. Was wir davon halten und so und wie wir das Ganze hier wahrgenommen haben und was man eventuell noch besser machen hätte können. Und ich muss erstmal sagen, dass der Gast mein erstes Wort dazu hat. Ich wollte gerade loslegen, aber das ist natürlich unhöflich auch mein Gast gegenüber, deswegen bitte ich dich, wie hast du denn den Dungeon hier, ich bin immer im Solo-Modus, wenn ich Video aufnehme, sorry, Alter, tut mir leid, ey. Bin ich immer so im Flow, Alter, aber wie hast du, tut mir leid, Rucksack voll. Falsche Zutat, Alter. Falsche Zutat. Was für falsche Zutat, Alter. Digga, fehlt hier noch Pfeffer oder Cayenne oder was? Kessel vom Vortag. Oh. Der hat den Kessel noch nicht aktualisiert. Ach so. Ja, also Painy, wie hast du denn dieses Event wahrgenommen? Was würdest du für positive Sachen da dran hier dem Ganzen entnehmen und was für negative Sachen und was
hast du noch als Verbesserungsvorschläge? Mal gleich jetzt alle 3 Fragen an Auf dich. einmal, oder was? Kannst gleich alles auf einmal raushauen. So. Okay, cool. Bevor ich dann nicht mehr das Rest anwesend bin. Ein scheiß Egoist, Alter. Grundsätzlich muss ich sagen, dann ist cool. Ne? Ja, perfekt. So, also jetzt kommen wir zum interessanten Part. Jetzt darf ich. Mein Nachbar, was zum Fick macht der um 12 Uhr? Okay, also, back to the shit. Ne? Also, overall muss ich sagen, ist ein cooles Update, ist endlich mal was Neues in Anführungsstrichen von der Mechanik her. Positiv muss man sagen, der Epic-Haushalt wird extremer aufgestockt, finde ich. Wahrscheinlich wird es Leute geben, die gut in Mathe sind, dass man seinen Epic-Haushalt dann doch deutlich billiger, so wie es doch hier gerade gut vormacht. In seinem Paket. Ist, glaube ich, der Epic-Haushalt im Allgemeinen die Rate besser als bei einem Epic-Event gefühlt. Und schlecht, muss ich sagen, wir machen das hier nach Sandwich-Prinzip, was gut ist, was schlecht ist, muss ich sagen, finde ich richtig kacke, dass man doppelte Legendary Epics ziehen kann. Was dann damit da zusammenhängt, was nicht schlimm wäre, wenn es nicht so viel kosten würde, einen kompletten Run zu machen. Im Allgemeinen muss ich sagen, ist es ziemlich happig für einen Run und dass die Free-to-Play-Spieler nur einmal, also ich glaube einmal, das ist realistisch gesehen auf dem Free-to-Play-Account. Wie hast du das auf deinem Free-to-Play-Account gehabt? Also nachdem wir jetzt den Dungeon das allererste Mal jetzt hier quasi premieremäßig miterleben durften, ist ein Leggy auf jeden Fall drin. Das zweite Leggy kann man beim nächsten Mal schaffen, weil wir jetzt ja die richtige Taktik dafür wissen. So, das haben wir anfangs nicht gewusst, die Free-to-Play-Spieler genauso wenig wie die Pilzer beim ersten Run. Und deswegen gehe ich von aus, dass beim nächsten Mal, wenn Leggy Dungeon kommt, tatsächlich für Free-to-Play-Spieler auch 2 Legis drin sein könnten. Jetzt muss man sagen, 2 finde ich immer noch zu wenig, weil ein 300 Alu-Spieler kriegt ja die dreifache Alu. Jetzt mal auf der Argumentationsbasis, die dreifache Alu. Und kann sich jetzt, sagen wir mal, hier für alle neuen Items, rechnen wir mal so. Also 300 Alu-Spieler holt sich 9 von den Items, ne? 9 Slots, 9 Legendary Items. Und ein Free-to-Play-Spieler spielt 100 Alu und kriegt 2. Finde ich nicht ganz so geil, overall gesehen. Oh, das ist aber auch hier Leben am Limit. Aber ja, also zusammenfassend muss ich sagen, sehr teuer, finde ich. Aber geil. So wird jetzt hier der letzte Run abgeschlossen, Alter. Wahl zwischen Pest und Cholera. Vielleicht geht's ja auch durch. Wenn du schon einmal Bug abusen bist, komm. Ich geb der Wand hier eine Kopfnuss wie bei einer Klagemauer. Oh, wow. Okay. Genau, also teuer. Coole Mechanik. Blöd, dass die Items doppelt kommen können. Von mir aus finde ich es gut, wenn man alle einmal freigespielt hat, dass die sich dann, also bis man alle freigespielt hat, nicht doppeln. Und was ich noch negativ fand, ist, dass die Designs mir ein bisschen lame vorkamen. Also ich hätte mich da über so einen themenbasierten Ansatz sehr gefreut. Der ist jetzt auch themenbasiert mit Märchen und Fabeln und so. Wir hatten es ja letztens schon mal nachgeschaut. Ja. Aber von den ganzen Epics, die jetzt rausgekommen sind, muss ich sagen, eher schwach. Auf der schwach angesiedelten Seite. Aber overall muss ich sagen, ist nett, dass endlich mal was Neues kommt. Und jetzt mal schauen, was sie dann in Zukunft noch draus machen und ob sie nochmal was improven. Genau. Ja. Ich glaube, das war alles, was ich jetzt erstmal in der Birne hatte. Verbesserungsvorschläge waren jetzt quasi automatisch dann mit dabei? Ich würde sagen, wenn man die Punkte angeht, also gerade das mit dem doppelt Items, ne? Also bis man alle hat und dann von mir aus können sie ruhig doppeln, aber ja. Das würde ich sehr gerne abgeändert sehen. Okay. Interessante Meinung auf jeden Fall. Dankeschön dafür, Paini. Danke. Ja. Bitte, Sie können sich jetzt wieder setzen. Ja, danke, Sie können sich jetzt. Danke. Ja, danke. Herr Lehrer, wir müssen mal aufs Klo.
Nicht? Okay, ich pisse in den Eimer. Mir ist gerade wirklich nicht irgendwas dazu eingefallen. Ich habe gerade überlegt an meine Schulzeit, was da immer los war. Ich glaube, da mussten wir irgendwie immer abstempeln oder irgendwas. Stimmt. Ein Stempel gab er schon in der Schule. Nee, irgendwas, keine Ahnung. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ja, also ich sehe da viele Punkte ähnlich wie bei dir auf jeden Fall, muss ich dir bei vielen Sachen zustimmen. Eine Sache hast du nicht erwähnt, die mir auch ganz schön gegen den Strich geht, und zwar ist das unendliche Durchlaufen von diesem Dungeon. Finde ich als, ja, persönlich, ja, kritisiere ich das gleich als erstes. Finde ich ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Das weckt in mir so ein bisschen, auch wenn ich damals noch nicht am Start war, die Oktoberfest Bug-Abusing ja, Feelings. Ne? Und ja, also da werden bestimmt ja, die ein oder anderen sich da gute Stats ja, geleistet haben, denke ich mal. Und das finde ich ein bisschen hart. Ich finde es fair, wenn man es am Tag wirklich, und damit bin ich eigentlich schon großzügig. Man hat 10 Tage Zeit. Wenn man pro Tag maximal 5 Runs macht. Das ist immer noch sehr viel. Ich habe jetzt insgesamt über die 10 Tage 7 gemacht, habe auch schon viele Pilze ausgegeben. Wenn man 5 jeden Tag machen kann, ist das schon mehr als genug. Und damit haben auch die Hardcore-Pilzer, wenn man sich das zusammenrechnet, auch mehr als genug Chancen, alle legendären Gegenstände in der Zeit auch zu finden. Ja, also ich habe jetzt von keinem gehört, der jetzt noch mehr als 30 Runs irgendwie gemacht hat, um alle Items hier zu bekommen. Also von der Warte aus ist es auf jeden Fall machbar, so würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen, ja, und das würde dann halt im Umkehrschluss dann halt auch die, ja, dieses Abusen, dieses unendlichen Durchrushens und sich Geld verdienen und ja, unendlich viele Epics rauskriegen. Also es ist ja wirklich, Geld ist ja no limit so, ne? Das, ja, kann man zwar vergleichen so mit Leuten, die sich vielleicht unendlich den Greifen holen, aber mit dem Dungeon bist du tatsächlich da noch günstiger und kriegst mehr dadurch. So, also da ist auf jeden Fall mehr Potenzial denn dadurch drin. Ne? Also das wäre ganz großer Kritikpunkt. Und ich glaube auch viele von euch sind da auch ja, auch ja, einer ähnlichen Meinung, denke ich mal, so wie meiner. Das muss halt nicht sein und es reicht halt auch, wenn man das 5-mal pro Tag cappt. Und ja, das mit den Items doppelt kriegen, finde ich tatsächlich auch ein bisschen wack, muss ich sagen. Da könnte man das tatsächlich so machen und da würden sich, glaube ich, die Free-to-Play-Spieler auch drüber freuen. Man muss halt gucken, wenn man jetzt so davon erwartet, dass so ein Event vielleicht 2- bis 3-mal pro Jahr stattfindet und dann hast du Free-to-Play-Spieler, die pro so ein Event vielleicht 1 bis höchstens 2 legendäre Items bekommen, die sind halt in Jahren halt auch immer noch nicht fertig dadurch, wenn die dann halt noch irgendwie Pech dazu haben und das Item dann doppelt ist. Also da vielleicht alles, ja, weiß ich nicht, zuerst einmal komplett durch und danach das vielleicht random machen für die Leute, die noch öfter rein wollen in den Dungeon dann. Ist, denke ich mal, eine ganz gute Lösung. Oder Zwischenlösung so. Oder ja, so ein Kompromiss. Genau, Kompromiss. Ja, ansonsten muss ich sagen, wurde der Dungeon tatsächlich viel gelobt, aber auch viel gehatet. Das hat so ein bisschen polarisiert, habe ich das Gefühl gehabt. Das Ding war gewesen so, die meisten Spieler haben davon profitiert. Wer davon nicht profitiert hat, sind Spieler, die zwischen den Free-to-Play-Spielern und den Hardcore-Pilzern stehen. Also so die mittleren, normalen Spieler, die jetzt Medium reinpilzen, aber jetzt nicht unbedingt viel Pilzeinsatz oder nicht über ihr normales Limit rausgehen wollen. So, die Free-to-Play-Spieler auf der einen Seite wurden extrem belohnt, weil die Free-to-Play-Spieler haben niemals oder hätten in einem normalen Epic-Event niemals so viele Epics bekommen, geschweige denn ein Legendary, plus noch das ganze Gold obendrauf. Ich habe auf meinen Free-to-Play-Account bestimmt auch jetzt in den 10 Tagen bestimmt, das hat auch so, ja, 8, 9 Epics jetzt insgesamt gewesen sein. Für einen Free-to-Play-Spieler ist das der Himmel. So, wann hat man das mal, ne? In so kurzer Zeit an so viele Epics zu gelangen. Und für die Hardcore-Pilzer ist es natürlich halt sowieso worth, weil ja, da ist halt, ja, Pilze ist da halt keine Währung, denn und die können sich dann halt komplett hochboosten. Die Keine Währung bei 300 Alu-Spielern ist ja gerade so, gerade was ich beim Vorteil zum Epic-Event halt sehe, ist, du zahlst ja für die Epics kein Gold. Das ist ja dieser riesen Vorteil, den du in diesem Legendary Dungeon hast. Stimmt.
Das kommt auch noch mit dazu. Da habe ich jetzt noch gar nicht. Ja, Gold und Epic sogar noch. Ja, Klar, du kannst sie nicht raussuchen, aber wenn du ein Epic-Event spielst, dann machst du es ja eh einfach nur, um die Dinger zu spülen, deine Aura zu erhöhen und dann zu zerlegen meistens. ja. Von dem her ist es ja egal. Und jetzt durch das Wegfallen von Glücks-Epics, wo dann dieser große Anteil, also dieser Random-Faktor dann nicht mehr ganz so schlimm ist. Ne? Ja, Verstehst das verstehe ich auf jeden Fall. Also, das kommt dann ja, wie gesagt, auch noch dazu. Worauf ich noch hinaus wollte, ist halt, wie gesagt, die gute Mittelschicht wird halt wieder so vernachlässigt, die halt ihre vorgegebene Anzahl an Pilze haben, die sie immer investieren so. Und ja, die dann halt über ihr Cap nicht drüber hinaus wollen. Ich meine, klar werden die am Ende des Tages ja auch belohnt mit dem, dass sie halt ja auch mehr bekommen, als eigentlich ne, so zur Debatte steht, weil bei den Free-to-Play-Spielern steht halt außer Frage, die werden für das Game halt kein Geld ausgeben so, und bei den Hardcore-Pilzern ist halt, ja, steht es auch nicht zur Debatte. Zur Debatte steht es halt nur, wie gesagt, bei der Mittelschicht so ein bisschen. Und ja, das ist halt das Einzige, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich persönlich den Dungeon sehr gelungen, halt auch vom optischen Design her fand ich es halt unglaublich nice, da mal so durchzugehen, diese First-Person-Ansicht zu haben, ist mal was komplett Neues, was auch noch gefehlt hat in dem Spiel, was jetzt natürlich aufgrund der Abschaffung von Flash und jetzt mit WebGL natürlich auch jetzt erst möglich war. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut als erstes Update, wo man so richtig merkt, glaube ich, das hattest du mal in deinem Video mal irgendwann erwähnt. Ich hatte zwischendurch mal auch geschaut, da hattest du das, glaube ich, gesagt. Da merkt man jetzt richtig so diese neue Engine. Ist das eine Engine? Ja, ne? Engine nicht, aber die Programmiergrundlage, sage ich mal. Ja, also so wissend bin ich da jetzt auch nicht, aber wie gesagt, das ist halt ein Unterschied zwischen Flash und der neuen Version jetzt hier mit WebGL. Sind halt so eine Sachen, also was ich damit sagen will, mit Flash wäre so ein Dungeon halt nicht möglich gewesen. So, ne? Ja. Und das ist halt sehr, sehr nice, vom Design halt auch eher und von der Belohnung halt auch. Wie gesagt, was ich wirklich stark kritisiere, ist dieses unendliche Durchlaufen. Das müsste gekappt werden. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es da eigentlich relativ wenig auszusetzen. Ich finde die Zeit tatsächlich auch gerecht, muss ich sagen, für das, was man bekommen kann. Wenn man weiß, wie man da durchgeht, ist das, denke ich mal, auch eine gute Sache. Und ja, ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht großartig weiter viel sozusagen. Ich überlege nochmal kurz. Verbesserungsvorschläge haben wir genannt. Ich bin jetzt gar nicht so sehr auf die Pros und Kontras eingegangen, obwohl doch schon, kann man auch sagen, auch ein bisschen, ja. Was ich noch sagen wollen würde, ist, dass es mir ein bisschen so vorkam, als wäre der Dungeon dafür designt gewesen, möglichst, also das ist jetzt natürlich sehr, sehr böse ausgedrückt, aber möglichst viel Geld aus einer gewissen Spielergruppe rauszuziehen, was in dem Genre ja relativ normal ist, dass man sich an diese kleinen 1% Leute stürzt, die quasi dann die nur an 99% der Spieler finanzieren, mehr oder weniger. Mhm. Aber bei dem Dungeon finde ich es erstens der Aspekt mit diesem, das gibt es nur einmal im Jahr jetzt, oder das ist jetzt nur diese begrenzte Zeit. Zweitens, Items können doppelt sein, da kriege ich so einen leichten Gacha-Vibe. Das heißt, du musst mehr oder weniger fast schon gamblen, dein Item zu kriegen, das du haben möchtest. Und drittens ist, du kannst die nicht von anderen Leuten ranholen, wenn dir das Aussehen gefällt. Also fürs Sammelalbum holen. Also für mich ist es jetzt sehr subjektiv, aus meiner Sicht heraus gesehen. Das kann jeder anders sehen. Und ich möchte jetzt ja auch niemandem was Böswilliges unterstellen, aber für mich fühlt sich das Design her so an, als wäre das sehr stark darauf ausgelegt, sehr viel Profit zu generieren. Aber ja, das kann nur ja, nee, ist ja deine gute Meinung, die du hier vertreten kannst. Und da muss ich auch sagen, klar, die Playa ist da schon wirklich sehr geschickt, muss man sagen, was das angeht jetzt mit den letzten Updates. Arena Manager hat man auch gemerkt, ziemlich krass auf jeden Fall, was man, also ich weiß immer nicht so, eigentlich bei der Festung, als die Festung damals rauskam, habe ich das ja nicht so richtig mitgekriegt. Da habe ich so für mich gedacht, ja, jeder spielt hier so seine Festung normal durch, aber ja, da lag ich dann auch falsch, so. Da wurde ich dann später dann auch vom Gegenteil überzeugt, so, ne. Ja, also es ist klar, es ist optimiert für Pilze auf jeden Fall und da werden sie bestimmt den ein oder anderen Groschen mit verdient haben jetzt mit dem Update. Aber ja, ich muss sagen, ja, wer bereit ist dafür, das auszugeben, soll machen.
dann hat er jetzt einmal die Gelegenheit dazu gehabt. Aber wenn halt man jetzt dieses Cap dazwischen schieben würde, dann würden genug Spieler immer noch genug Geld dafür ausgeben. Aber man hat halt nicht mehr diese unendliche Ressource und vor allen Dingen auch dementsprechend vielleicht auch das unendliche Geldeinkommen für Player. Ja. Es geht mir halt eigentlich eher darum, dass solche Events bei Serverstarts, sagen wir mal, also du bist schon in dieser Gruppe, wo du jetzt so extrem hoch angesiedelt bist von den Ausgaben her. Ich sag mal jetzt so 100 € pro Monat für einen Char. Ist jetzt, sagen wir mal, als grobe Richtlinie. Mhm. Und du hast 10 Leute auf dem Server, die haben richtig Bock zu knallen und die hauen halt 200 € pro Monat rein. Und wenn dann zufällig in dem Monat der Server startet, wo jetzt dieser Dings ist, dieser Dungeon, und die dann diese extra 100 € dafür verwenden, ey komm, ich baller jetzt da in den Dungeon rein, dann sehe ich da einen viel zu großen Vorteil an Stats-Gewinnung und Ressourcengewinnung. Ja. Das ist halt mein Problem. Also es ist klar, dass sich der 300 Alu-Pilzer, der jetzt hier, sagen wir mal so wie du jetzt 7 Runs in dem Ding macht, wird sich von jemandem abheben, der nur einen Run gemacht hat, also 100 Alu mehr oder weniger. Aber das ist so oder so der Fall. Ja. Also schon 300 Alu-Spieler im Vergleich zu 100. Ja. Aber ich glaube, was du sagen willst, ist so, die Kluft zwischen diesen zwei Leuten müsste so ein bisschen weiter zusammengerückt werden. So. Ja, ich denke mal, das ist gefühlt bei jedem Update, wo ich das dazu sagen muss, dass ich das ein bisschen zu übertrieben finde. Aber ja. Ja, nee, aber ich denke mal, das kann man so auf jeden Fall zum Schluss, denke ich mal, stehen lassen. Und damit würde ich auch das Video an der Stelle beenden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Update fandet und ob ihr davon überzeugt seid und ob ihr nächstes Mal euch freut, wenn der Dungeon wieder da ist. Die 10 Tage, muss ich sagen, waren jetzt auch stressig gewesen, weil da hat man viel zu tun gehabt in SF jetzt. Immer die Runs wahrnehmen und sowas, das war auch sehr zeitintensiv. Ja, deswegen bin ich sagen, dass es vielleicht ein bisschen irgendwie auf eine Art und Weise verschnellert werden könnte vielleicht? Ja, das könnte man eventuell, also die Durchläufe, ja, das könnte man eventuell noch dazu sagen, dass man das so von der Animation ein bisschen schneller machen könnte. Also ich weiß nicht, ob man da Treibsanduhren irgendwie mit einbinden könnte. Nee. Ich glaube, du kannst die Animation auch mit irgendeiner Tastenkombi skippen. Aber ob das so richtig funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe das schon mal ausprobiert, so richtig schlau bin ich da auch nicht geworden. Aber ja. Es ist schön, wenn es ein bisschen fixer gehen würde. Ja, gut, dann soll es das soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, der kleine Thementalk zu dem legendären Dungeon, unser finales Fazit dazu hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Guckt auf jeden Fall nochmal erwähnt das Video bei Pain auf dem Kanal. Das ist simultan zu diesem Video hochgeladen worden. Ja, und da könnt ihr auch nochmal Nein, stop it. Denk nicht, nein. Die geballte Ladung Dünnpfiff nochmal euch wirklich gefiltert reinziehen, wer das braucht. Wer mal die tägliche Dosis Dünnpfiff mal so ein bisschen intravenös braucht, der kann sich das auf dem Kanal von Painy reinziehen. Wie gesagt, der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Mein Gast hat das letzte Wort. Ich bin raus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich kann den Reiseführer ja noch rauslassen. Vielen Dank, meine Freunde, dass Sie mich empfangen haben, mit dem wir diese Reise absolviert haben. Wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Danke, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.